Hallo ihr Lieben, zu Beginn der Plätzchensaison möchte ich euch ein Rezept mit auf den Weg geben für all jene unter euch, die irgendwann im Laufe dieser Zeit mal ganz viele Eigelbe übrig haben und nicht so recht wissen, wohin damit. Wir brauchen weiche Butter, Eigelbe und ganze Eier, Mehl und Salz und hier habe ich noch Puderzucker und Vanillepulver. Zum Befüllen Marillen-, Himbeer- oder Erdbeermarmelade und für die Glasur noch ein bisschen Schokoglasur oder auch Zartbitterkuvertüre. In eine Schüssel gebt ihr die weiche Butter zusammen mit dem Puderzucker und Vanillepulver. Mixt die Zutaten kurz cremig und fügt dann nach und nach die Eier hinzu. Diese sollten auf jeden Fall auf Zimmertemperatur sein, damit sich die Zutaten auch gut vermischen. Vermischt das Mehl mit dem Salz und arbeitet dieses portionsweise ein. So sieht der Teig aus, wenn er fertig ist. Ihr seht, er ist relativ weich. Bereitet einen Spritzbeutel mit runder Tülle vor oder schneidet einfach ein Loch hinein und gebt eine Teighälfte in den Beutel. In die zweite Teighälfte rührt ihr das Kakaopulver ein und gebt diese ebenfalls in einen Spritzbeutel. Im nächsten Schritt befettet oder befeuchtet ihr ein Backofenblech, legt ein Stück Backpapier hinein, denn so klebt es besser an und ihr könnt einfach leichter arbeiten. Auf das Backpapier spritzt ihr jetzt kleine Tupfer und achtet unbedingt darauf, genügend Abstand zu lassen, mindestens 2 Finger breit, denn dieser Teig geht gewaltig auf. Im nächsten Schritt befeuchtet ihr euren Finger mit etwas Wasser und entfernt die kleinen Zipfel. Backt die Bussal im vorgeheizten Ofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze ungefähr 8 bis 10 Minuten lang. Fertig sind sie, wenn sie an der Unterseite so einen ganz dünnen hellbraunen Rand haben, dann wisst ihr, sie sind durch. Und mit der Schokomasse macht ihr genau das gleiche, bis der komplette Teig verbraucht ist. Bei den dunklen sieht man natürlich keinen Rand nach dem Backen, aber wenn man sie angreift, sind sie an der Oberfläche noch ganz leicht weich und lassen sich wunderbar einfach vom Backpapier lösen. Nehmt sie also vom Papier herunter und lasst sie vollständig auskühlen. Und so sieht die Unterseite aus, da ist ein bisschen Farbe und es klebt auch nichts an. Jetzt legt ihr immer 2 Hälften zusammen, die größentechnisch gut passen, denn dadurch, dass der Teig zerläuft, sind natürlich nicht alle Bussal gleich groß. Jetzt erwärmt ihr die Marmelade, in der Mikrowelle dauert es gerade mal 20-30 Sekunden und füllt diese in einen Spritzbeutel um. Schneidet ein möglichst kleines Loch hinein, denn so könnt ihr sauberer arbeiten und die Marmelade rinnt euch nicht aus. Auf die eine Kekshälfte gebt ihr jetzt einen Klecks Marmelade und verschließt diese mit der zweiten. Danach legt ihr sie möglichst dicht nebeneinander, denn jetzt folgt die Schokoglasurdusche. Dafür gebe ich die geschmolzene Schokoglasur in einen Spritzbeutel, schneide ein ebenfalls ganz kleines Loch hinein und so bekomme ich dann eben diese feinen Streifen. Danach gebe ich sie immer für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit die Glasur anzieht, ja, und dann könnt ihr sie schon mal zum Kaffee testen.
Und wie immer meine Empfehlung, lagert die Kekse unbedingt luftdicht verpackt in einer Metallbox mit Küchenrolle ausgelegt und an einem kühlen Ort, dort sind sie dann mindestens ein paar Wochen haltbar. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Plätzchenvideo.